Also, wir sind der Meinung, dass das die erste richtige Resident Evil-Verfilmung ist, weil alle Resident Evil-Verfilmungen, die es in Hollywood oder die aus Hollywood kamen, haben entweder nichts mit dem Spiel zu tun gehabt oder nur ein bisschen. Das hinterlässt bei mir, wenn ich aus dem Kino gehe, einfach nicht das Gefühl, das war Resident Evil. Und wir wollten einfach was machen, was den Fans gefällt, was die Fans anspricht. Und wir möchten die Leute begeistern, zeigen, was wir können und sie gespannt auf mehr machen. Ich habe darauf gewartet, dass irgendjemand vielleicht durch Zufall mal eine adäquate Verfilmung macht, wo ich sage, ja, cool, das gefällt mir. Und es kam aber nicht. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so jetzt reicht's, dann mach's ich eben. Das heißt, ich habe es in gewisser Weise auch für mich gemacht. Um zu sagen, ich lege eine DVD an oder eine Blu-ray, schaue es mal und sage, wow, das ist Resident Evil. Und es gab Punkte, die wir einfach ändern mussten. Wie zum Beispiel, das Stars-Team das Alpha-Team läuft draußen im Wald und muss mit ansehen, wie einer ihrer Leute von Hunden gefressen wird. Dann rennen die in eine Villa rein, die sie überhaupt nicht kennen und sind total durcheinander. Das ist sogar für Special Forces eine Nummer zu viel, meine ich jedenfalls. Wie reagiert man, wenn man einen Zombie in Wirklichkeit sieht? Das bedeutet, man denkt, man träumt. Das ist ein Albtraum. Das ist jetzt nicht wahr. Und weil ich auch schon häufiger einen Kommentar gelesen habe, warum benutzt Jill ihre Pistole nicht? Ich behaupte, in so einer Situation kann man seine Pistole nicht benutzen, weil man das erstmal verarbeiten muss, was man da sieht. Da wird ein Mitglied gefressen, den man kannte, noch dazu von einem Zombie, was es nicht gibt. Und deswegen rennt sie einfach zu Barry und ist total durch den Wind. Erstmal dazu auch gesagt, wenn man ein Videospiel in einen Film umsetzt, und das ist ja unsere Prämisse sozusagen gewesen, unsere Absicht, zu sagen, wie würde es in einem Film aussehen? Wie würde ein Filmdrehbuch aussehen zu Resident Evil? Da muss man natürlich auch Sachen machen, die in Film funktionieren, die vielleicht im Videospiel nicht so gut funktionieren. So ein Lockpick ist im Videospiel ein ganz wichtiges Utensil, um da irgendwelche Türen aufzumachen. Aber im Film nimmt das so ein bisschen die Action raus, nimmt das so ein bisschen den Fluss raus. Es ist halt so, ist mit Finanzierung natürlich verbunden. Wenn die Fans uns unterstützen und es auch wünschen, so wie sie es in vielen Kommentaren schon geschrieben haben, dann sehr gerne. Wir machen das wirklich gerne, einen ganzen Film zu machen und so wie die kleinen Szenen und die Trailer auch, aber dafür brauchen wir einfach Unterstützung von den Fans. Vor 3 oder 4 Jahren kam Street Fighter Legacy raus auf YouTube. Das war ein 3-minütiger Kampf und der hat mittlerweile bis zu 7 Millionen Klicks bekommen auf YouTube. Capcom hat daraufhin ihnen die Rechte erteilt und jetzt starten sie zu diesem Zeitpunkt, das heißt Assassin's Fist Project. Keiner weiß genau, was es ist, weil es unter verschlossener Hand ist. Aber die machen tatsächlich anscheinend eine Serie für Street Fighter 2. Das nächste Beispiel ist David Tencheron, heißt er so, ja? Ja. Der hat einen Kurzfilm über Mortal Kombat gedreht. Warner Bros. Besitzt das Spiel, also die Rechte am Spiel, hat das gesehen, hat gesagt, mach uns eine Serie. So ist auch die Serie jetzt Mortal Kombat Legacy entstanden. Und wir haben uns gedacht, wenn die das können, wir wollen es wenigstens versuchen. Wenn wir genug Klicks bekommen auf YouTube, angenommen 3-4 Millionen auf diese Szenen, vielleicht kommt Capcom dann auf uns zu und sagt, okay, ihr habt es drauf, wir sehen Potenzial, ihr habt hier die Rechte, ihr könnt die Serie oder einen Film machen, was auch immer. Und im Juni drehen wir einen Film namens Herr Manelik. Das ist eine Ballade und ist im Fantasy-Genre angesiedelt. Und wo wir damit hinwollen, ist ein bisschen in die Richtung von Game of Thrones, aber mehr mit einem historischen Hintergrund oder vielleicht einem sehr fantastischen Hintergrund. Anleihen aus beiden sind auf alle Fälle drin. Zum Mortal Kombat möchte ich Folgendes sagen. Da wir sowieso dem Action-Genre sehr angetan sind und auch in letzter Zeit leider miterleben, wie schlecht Actionfilme gemacht werden, haben wir uns überlegt, lass uns einen coolen Kampf drehen. Und zwar so, wie es früher in Hongkong in den 80er Jahren gemacht worden ist. Wie gesagt, wir wollen uns abgrenzen von diesen Hollywood Mainstream, also der ist einfach so weich gekocht. Du gehst ins Kino und was dir vorgesetzt wird, ist CGI-Moves. Ja, genau. Was wir wollen ist, wir wollen wieder was Handfestes, was Lebendiges.
erzeugen. Im Grunde genommen kann man das noch so ausdrücken zum Schluss. Wir haben einfach eine Leidenschaft dafür. Wir machen es nicht, um reich werden zu wollen, sondern wir machen es, weil es unsere Leidenschaft ist und weil wir aus den Filmen was Echtes wieder machen wollen, so wie es der Benji eben gerade gesagt hat. Und deswegen auch diese Liebe zum Detail und Kostüme selber handgefertigt, wie es auch bei Mortal Kombat sein wird. Also alles aus unserer Hand einfach maßgeschneidert gemacht auf die Figuren. Herr Manelik ist unser erstes Crowdfunding-Projekt. Das ist jetzt tatsächlich auch erfolgreich. Und das wird die Grundlage für diesen Film werden. Wir können damit sehr viel besser arbeiten, als wir es vorher konnten. Also mit 0 Euro oder mit alles selbstfinanziert arbeitet sich dann doch sehr schwer, weil die Tatsache, dass bei uns niemand Geld nimmt, heißt nicht, dass die Sachen nichts kosten. Also Fahrtkosten, alles Mögliche muss auch beglichen werden. Und da sind wir jetzt haben wir jetzt eine gute Basis, würde ich sagen. Wenn ihr weitere Projekte von uns sehen wollt, geht einfach auf unseren Kanal und schaut sie euch an. Liken. Und drückt den Like-Button. Und abonnieren. Und dann werdet ihr sehen, was wir für euch noch alles im Petto haben.